Hallo und herzlich willkommen in meiner Werkstatt. Heute gehen wir mal ganz schön weit zurück in die Vergangenheit. Und was das mit mir und diesem alten Sack, der auch schon ganz schön geflickt ist hier, zu tun hat, dazu muss ich ein bisschen ausholen. 1993 habe ich meine Meisterprüfung gemacht. 2 Jahre vorher habe ich mich da schon darauf vorbereitet, dass ich mich danach dann selbstständig mache. Dafür habe ich im Elternhaus von meinem Vater unten drin die Räume gemietet. Den Raum, der damals nur ein Lager war. Davor war eine Glaserei drin, aber zu der Zeit, wo ich das dann gemietet habe, war das leer. War nur ein Lager und wir hatten einiges an Arbeit, um das so herzurichten, dass ich da drin weben konnte. Der Boden war zum Teil kaputt, die Wände war der verputzt total alt. Wir haben dann gesehen, oder ich habe dann zum ersten Mal gesehen, dass dieses ganze Haus auf so Bruchsteinen aufgebaut war. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, warum dieses Haus da so drauf steht. Interessant war, die Fenster, die sind genau abgeschlossen mit der Straße oder mit dem Gehweg. Und dann ging es ein bisschen tiefer rein, also wie so ein Souterrain. Und da war dann der Raum. Was das mit mir und der Weberei zu tun hat und dass das kein Zufall war, das hört ihr gleich. Wir haben also ziemlich viel gearbeitet. Mein Vater hat mir sehr geholfen, auch meine Geschwister haben geholfen und Freunde. Und wir mussten das alles verputzen, den Boden neu machen, irgendwelche Balken abschleifen und dann zum Schluss streichen. Und als dann meine Meisterprüfung fertig war, habe ich dann 1993 meine Weberei da eröffnet. Und zu der Zeit habe ich hauptsächlich Tischdecken, Schals, Stoffe für verschiedene Dinge, auch Kleidungsstoffe und sowas gemacht. Ich hatte 2 Flachwebstühle und einen Hochwebstuhl und habe das insgesamt dort an der Stelle 3 Jahre lang gemacht. Zu der Zeit wusste ich eines noch nicht, nämlich dass schon mein Urgroßvater dieses Haus, und zwar, ich habe es mir aufgeschrieben, 1836 gebaut hat und dass der Raum, in dem ich dann die Weberei eröffnet habe, damals schon als Weberei gebaut worden ist, weil er war nämlich Weber. Bei Webereien war es üblich, das in den Boden reinzubauen, weil es da ein bisschen feuchter ist. Was sie da verwendet haben, war Flachs oder Hanf. Und dieses Garn muss feucht verarbeitet werden. Manchmal wird sogar ein feuchtes Tuch auf die Kette gelegt, damit das Garn feucht ist. Es ist dann geschmeidiger, reißt nicht so leicht und ja, ist einfach besser zu verarbeiten. Für die Menschen war das nicht so toll. Das Garn war besser zu verarbeiten, aber in der Feuchtigkeit, und da war es jetzt in diesem Raum was hell, aber manchmal auch in eher dunkleren, feuchten Räumen sind die Menschen oft krank geworden. Mein Vater hat alte Säcke gefunden, auf denen das dokumentiert ist. Hier ein Sack von dem Erbauer des Hauses und hier habe ich eben diesen Sack. Und das ist dann von seinem Sohn. Dieser Sack hier ist von meinem Urgroßvater. Und das finde ich natürlich faszinierend. Mir war nicht klar, dass in meiner Familie schon mindestens 2 Weber waren. Davor vielleicht noch mehr, aber in diesem Haus, in dem ich dann da war, das leider inzwischen schon abgerissen ist, das es nicht mehr gibt,
waren vor mir meine Vorfahren auch schon Weber. Diese Säcke finde ich faszinierend, also zumindest den Sack, den ich hier habe. Man sieht an diesen Flicken, wie wertvoll das war, wie viel Arbeit da drin gesteckt hat. Man hat das nicht einfach nur weggeworfen, sondern immer wieder geflickt. Und zwar auch die kleinen Löcher. Ich denke, das war sicher kein Kartoffelsack, es war eher wohl ein Getreidesack oder ein Mehlsack, also zur Mühle und von der Mühle zurück. Und ja, der Aufdruck war wahrscheinlich, dass klar war, wer holt es dann wieder ab. Dieser Sack ist nicht einfach nur in Leinwandbindung gemacht, das finde ich auch interessant, sondern es ist eine Köperbindung, ein dreischäftiger Köper. Ich habe das mal ausgemessen, das sind 13 Kettfäden pro Zentimeter und 9 Schussfäden pro Zentimeter. Ich nehme mal an, das ist deswegen gemacht, wenn man den Webstuhl einrichtet, macht man das einmal. Dann kann man die Kettfäden ein bisschen dichter machen. Das Weben, das ist dann aber eine lange Arbeit. Wahrscheinlich haben die Ketten immer sehr lange gemacht. Und wenn man dann nur 9 Schuss pro Zentimeter macht im Schuss und 13 in der Kette, ist es zwar ziemlich dicht, aber man hat eben nur 9 Schuss für 1 Zentimeter zu machen. Wer von euch weiß, wie ein dreischäftiger Webstuhl damals ausgesehen hat, also so um 1800, eben hier 1868, das wird mich sehr interessieren. Weil normalerweise, nehme ich an, waren das damals Rollenzüge. Und zwar hat man einen Schaft gehabt und noch einen Schaft gehabt und das über eine Rolle gelenkt. Und immer wenn der eine hochgegangen ist, ging der andere runter und umgekehrt. Ein sehr einfaches Prinzip, aber dafür braucht man eine gerade Anzahl von Schäften. 3 Schäfte ist ungewöhnlich, finde ich. Es gibt natürlich da auch so Wippensysteme und alles mögliche oder verschiedene Rollen. Wer da ein Foto hat oder sogar einen Film, schickt den mir. Das würde mich wirklich interessieren, weil dieser Webstuhl ist leider nicht mehr vorhanden. Den haben sie bestimmt mal in schwierigen Zeiten verheizt, weil sie haben gedacht, wir brauchen ihn nicht mehr. Und das Holz war dann auch wertvoll. Ist schade, hätte ihn sehr gern gesehen. Aber das ist auf jeden Fall die Geschichte meiner Familie. Und ja, interessant, dass ich das damals, als ich Weberin gelernt habe, nicht gewusst habe, dass meine Vorfahren auch schon gewebt haben. Ich hoffe, ihr fandet das auch so interessant wie ich und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!